Michael Jackson und die Nacht im Museum. Das hier ist die Malibu-Abendveranstaltung in Wedel in der Nähe von Hamburg und zwar in dem Berlach Kunstmuseum. In diesem Museum findet schon seit Herbst 2025 eine große Michael Jackson Ausstellung statt. Die geht über 3 Etagen. Ihr seht es an den Bildern hier im Hintergrund. Hier wird anhand seiner Studioalben seine komplette Lebensgeschichte nacherzählt. Und der Malibu Fanclub hat hier eine Abendveranstaltung organisiert mit Party, Gewinnspiel, mit Singen und man kann sich natürlich zu jeder Zeit und Belieben hier alle Ausstellungsstücke anschauen. Und heute nehme ich euch in dieser MJ Update Folge mit und zeige euch alles, was es hier zu sehen gibt. Viel Spaß! Hier seht ihr das Berlach Kunstmuseum. Und ja, es heißt Berlach und nicht Berlach. Falls ich mich später verspreche, wisst ihr jetzt warum. Also wir möchten euch erstmal natürlich herzlich willkommen heißen hier im Ernst-Berlach-Museum in Wedel. Heute bei unserem wunderbaren Treffen hier, wenn du mir das Eintrittsgeld gibst, kriegst du diesen wunderbaren Flyer. Gibst du, der ist schon genial. Also der ist schon 20 € wert. Aber wenn du aufklappst, hast du hier unten, ich zeige es jetzt nicht öffentlich, ist da eine Glückszahl drin. Und dann hast du hier noch einen Flyer, ein Einlegezettelchen mit Programm, was heute alles hier so passiert. Und Achtung, jetzt der absolute Trick, jetzt drehe ich rum. Und das sind die Texte für unseren Gesangsflash. Das ist Technik auf höchstem Niveau. Wow. Wir haben weder Kosten noch Mühen gescheut. Ausgebufft. Nachts im Museum, die Stimmung ist super und ich habe hier die Initiatoren des Abends neben mir stehen, den Malibu Fanclub in Person, Jenny und Matthias. Wie geht's euch mit der Planung? Super Ereignis. Sehr gut. Also wir sind so froh, dass das alles so gut funktioniert, dass alle ein Lächeln auf den Lippen haben, dass so schöne Gespräche hier entstehen. So wie dieses gerade? So wie dieses gerade. Ja. Also wir könnten glücklicher nicht sein, glaube ich. Ne? Ja. Wie kamt ihr auf die Idee, hier so eine Michael Jackson Party zu veranstalten? Also eigentlich war es von Anfang an, hatte Matthias schon sowas in den Raum geworfen. Das war mehr so ein Wunsch. So ein Wunsch, das wäre doch irgendwie ganz witzig, wenn. Ja, und dann war ich ja hier zur Tarzan-Premiere in Hamburg im November mit Vanessa und Erol und meiner Mama. Und da waren wir natürlich auch hier in dem Museum, weil wir dachten, wenn wir einmal in Hamburg sind, gehen wir hier auch hin. Ja, und dann konnten wir mit Heike und dem Jürgen Doppelstein schon sprechen. Und da haben wir gesagt, okay, eigentlich wäre das perfekt, hier mal so ein Fan-Event zu veranstalten, weil die Location bietet sich dafür einfach an. Und wenn in Deutschland schon mal so eine schöne Ausstellung ist, dann müssen wir als deutscher Fanclub auch irgendwas machen. Und hinterher Matthias berichtet und Matthias hat gesagt, jo, lass angehen. Das heißt, du bist heute auch das erste Mal hier? Ich bin, ja wirklich, das erste Mal und war selbst gespannt, wie es wird. Es war also in den Vorgesprächen, wenn die Heike Stockhaus dann gesagt hat, ja, das macht ihr dann oben und unten. Ich habe das mir so aufgeschrieben, okay, das ist oben, das ist unten, aber konnte mir überhaupt nichts vorstellen. Ich bin jetzt ganz begeistert hier. Ja. Und in der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass die Nachfrage auch sehr hoch war. Die Tickets waren relativ schnell ausverkauft. Also Michael Jackson Event, Wedel ist ja auch noch mal 40 Minuten aus der Innenstadt entfernt, also jetzt auch nicht um die Ecke. Stimmt. Und auch ländlich, eine Kleinstadt ist das hier. Und trotzdem sind jetzt wie viele Tickets verkauft? 70? 170? Genau 70, weil da mussten wir Stopp machen, weil wir dachten erst, okay, vielleicht kommen 20. Weil Wedel wirklich so weit außerhalb ist und wir dachten, ja, wer fährt da schon hin? So, und jetzt streikt auch noch die Bahn. Das kam auch noch ja, genau. dazu, ne? Und wir dachten, und dann noch ein Winterdate, wer weiß, ob Schnee und Eis ist und so. Ja. Also man hatte die ganze Zeit so Sachen im Hinterkopf. Vor 2 Wochen noch die Winterbilder aus Hamburg. Genau, aber dann hatten wir erst 30 Tickets am Start und die waren natürlich schnell weg. Ja. Dann haben wir mit dem Museum gesprochen, 50, wieder so schnell weg. Und wir so, wie viele dürfen wir denn rausgeben? Und dann haben wir uns auf eine michaelige Zahl, 70, haben wir uns geeinigt, weil sie sagt, wenn es noch mehr sind, wird das schwierig mit der Essenslieferung, mit den Mädels, die hier helfen für die Getränke und so. Ja, ja. Genau, aber es war super zu sehen. Aber ist ja für This Is It ist das ja würdig, ne? Dass man das aufstockt, dass ja, es immer mehr wird. Genau, nach Michael aber das passt schon gut. Ja? Nein, aber es ist wirklich super, dass das so gut angenommen worden ist, dass auch alle da sind. Wir sind wirklich diese 70, beziehungsweise jetzt tatsächlich 71 Leute. Da kann ich euch sagen, wenn Malibu Aktionen plant,
seid schnell und holt euch Tickets, auch für die nächsten Events. Da wird bestimmt noch in Zukunft was kommen. Ja, uns ist nämlich auch jetzt kürzlich eingefallen, dass Malibu nächstes Jahr 40 wird. Was? Ja, und da haben wir gedacht, vielleicht kann man da ja auch noch was Malibu 40 Jahre. Das ist heute so ein Warming-up für die 40 Genau. Jahresfeier. Das schreit ja Genau. schon nach Das ist ein einer großes Lanxess Jubiläum. Arena. Genau, ja, mindestens, genau. Ja. Was für Highlights gibt es hier heute? Also Pizza gab es schon. Das noch ist irgendwas das- Tolles geplant? das war mein Wollt ihr schon Highlight. was verraten? Ja, der Sektempfang, ne, dann hatte Matthias ja diesen Willkommensflyer vorbereitet. Und was wir gleich auf jeden Fall noch machen, ist ein Zusammensein, wir alle. Und Matthias hat einen Gesangsflashmob vorbereitet. Da lasse ich mich aber auch noch überraschen. Ne? Also da habe ich ja auch noch nichts richtig von Ja, ich bin mitbekommen. mal gespannt, wie es wird. Genau. Und dann konnten wir noch ein paar Verlosungsartikel an Land ziehen, die wir hier heute verlosen, weil jeder, der reinkam, hat ein kleines Nümmerchen in seinem Flyer bekommen. Und dann, genau. Und dann machen wir gleich eine schöne Verlosung. Da gibt es Tickets zu gewinnen, Bücher. Ja, und danach ist noch ein bisschen Party und wir dürfen ja dann nach unten noch ein bisschen feiern, tanzen, Disco. Malibu veranstaltet hier die größte Michael Jackson Party, die Wedel jemals gesehen hat. Ich glaube, das kann man so sagen. Wir gucken jetzt noch, was hier am Abend alles passiert und spätestens auf der Party schwingen wir das Tanzbein oder den Moonwalk, würde ich So sagen. sieht's aus, genau. Ja, vielen Dank Gerne. und wir sehen uns. Schön, dass ihr da seid. Gerade haben wir schon die Party angekündigt. Tanzen werden wir später aber noch genug. Erst einmal schaue ich mich in der Ausstellung um. In den Vitrinen gibt es Bücher, Fotos und Videos rund um Michael Jackson. Danach startet auch schon die offizielle Begrüßung. Also wir möchten euch erstmal natürlich herzlich willkommen heißen hier im Ernst-Barlach-Museum in Wedel zu unserem neuesten Event, Nachts im Museum. Als wir letztes Jahr im November das erste Mal hier waren, haben wir direkt gedacht, Mensch, wenn so eine schöne Ausstellung in Deutschland ist, müssen wir als deutscher Fanclub auch irgendwas hier präsentieren. Und da ist die Idee entstanden und wir haben das direkt gemeinsam hier alles in die Wege geleitet und freuen uns, dass ihr so zahlreich erschienen seid, weil wir haben uns erst gedacht, Wedel, ja, da kommt nicht jeder so gut hin vielleicht und wir hoffen vielleicht 20 Leute, dass wir jetzt hier mit 70 Leuten stehen, das ist super und es ist auch ein super Start in dieses Michael-Jahr. Es ist offiziell das Michael-Jahr. Und natürlich freuen wir uns riesig auf das Biopic und es ist, glaube ich, ein guter Start in dieses Jahr, dass wir uns alle hier treffen und sehen und ja, eine schöne Zeit miteinander verbringen. Matthias und ich haben ein paar schöne Überraschungen für euch vorbereitet, aber wir wären natürlich nicht hier, wenn das tolle Team vom Museum uns nicht hier begrüßen würde. Natürlich allen voran der Museumskurator Dr. Jürgen Doppelstein. Ich habe mich lange gefragt, woran man den Michael Jackson-Fan erkennt. Jetzt weiß ich entweder er hat einen Klebestreifen auf der Brust oder ein Michael Jackson-T-Shirt an. Wir haben diese Dinge auch. Wir hatten die sogar auch überlegt, mit in die Ausstellung zu nehmen. Das hätte also eigentlich schon eine eigene Ausstellung gebraucht. Ist ohnehin die Frage danach, wie kommt so eine Ausstellung zustande bei einer solchen Fülle an Material, was es weltweit über ihn gibt, diese Millionen von Fotos und die Videos und all das gesamte Material so zu bündeln und so zu konzentrieren, dass da irgendwas draus wird, was der Mensch auch nachvollziehen kann und dann in einer Art Parcours nacherleben kann. Ich weiß, ihr kennt alle Michael viel, viel besser als wir, obwohl wir uns intensiv damit beschäftigt haben. Seid ihr seit Jahren, Jahrzehnten Fans. Wir sind auch zu Fans geworden, so könnte man das sagen. Ja, so könnte man das sagen. Also die Ausstellung hat im Grunde die Funktion, das Leben und das Werk von Michael Jackson nachvollziehbar zu machen. Wenn wir sagen, this is it, dann weiß jeder von euch natürlich sofort, das ist der Titel des letzten Videos, was von und über Michael erschienen ist, über seine Proben im Staples Center in Los Angeles 2009. Das war ja sozusagen, waren die Monate voller stressiger Proben für das große Comeback in London in der O2 Arena im Juni 2009. Und als Michael im März 2009 in London vor die Presse trat,
und sagte, dass er für den Sommer dieses Konzert geplant hat. Ja, also das ist der letzte Vorhang. Danach wird es von mir nichts mehr geben. Und dieses This Is It hat so was ultimativ Endgültiges, dass schon damals so manche Leute gesagt haben, was ist das für ein Titel für eine Konzertserie? Also, wir haben versucht, das Leben von Michael nachzuerzählen anhand seiner Alben, seiner Soloalben, die er noch als junger Mensch mehr oder weniger vor dem Background von The Jackson 5 gemacht hat und dann über Off the Wall seine echte Solokarriere begonnen hat, mit all den Alben und mit all den unfassbaren, beginnt mit Thriller und dann über Bad und Dangerous, diese Mega-Alben und diese Mega-Konzertreihen. Und da ist er wirklich zu dem Megastar geworden, von dem ich mal annehme, dass ihr den im Herzen habt, wenn ihr heute euer Fan-Dasein sozusagen dokumentiert. Ja, dann liebt man ja vielleicht nicht so sehr den ganz jungen Michael, obwohl Gott to be there war schon. Alle Ehren. Ja, ein Universalgenie, ein großartiger Mensch, politisch, gesellschaftlich engagiert, bis in alle nur denkbaren Bereiche hinein, begabt, von einer fast göttlichen Begabung, was seine Kreativität angeht, in Bezug auf Songwriting, Dancing, das ganze Entertainment-Programm. Also er ist eine Ausnahmeerscheinung und er wird es immer bleiben. Und insofern ist diese Ausstellung natürlich eine Hommage an ihn. Sie ist in gewisser Weise ein Denkmal für ihn, an ihn. Und die Tatsache, dass ihr heute hier seid, ist natürlich sozusagen auch die Dokumentation dafür, dass dieses Denkmal funktioniert und dass die Leute, also ihr, zu diesem Denkmal kommt, um es in irgendeiner Weise wertzuschätzen, zu ehren, zu erinnern und damit letztendlich auch natürlich so eine Ausstellung wirklich den Kern und den Sinn und die Bestätigung gibt, die sie braucht. Insofern. Nach der Begrüßung schaue ich mich noch einmal in der Ausstellung um. Mit vielen Bildern und großen Displays zu Michael Jacksons Studioalben. Und dazu habe ich gleich ein paar Fragen an den Kurator des Museums, Dr. Jürgen Doppelstein. Ich habe hier gerade Herrn Dr. Jürgen Doppelstein stehen. Er leitet hier als Kurator das Bärlach Kunstmuseum in Wedel. Wie kamen Sie auf die Idee, einen Museumsbesuch zu machen zum Thema Michael Jackson? Naja, es ist eine Ausstellung. Wir machen viele Ausstellungen zur Popkultur, zur Geschichte der populären Kunst und Musik. Insofern war das jetzt nicht so ungewöhnlich, weil Michael gehört ja nun zu den herausragenden Persönlichkeiten, zumindest sagen wir mal der letzten 30 Jahre. Und das war jetzt nicht so ungewöhnlich. Ungewöhnlicher war vielmehr die Herangehensweise an einen Künstler, der so schillernd und so widersprüchlich und so komplex ist, dass man sich natürlich fragen muss, wie fängt man das an und wie kommt man da überhaupt näher ran. Aber Sie haben ja einen Weg gefunden, Michaels Geschichte hier sehr schön mit seiner Albumdiskografie aufzuarbeiten. Wie ich finde, das ist richtig gut aufgearbeitet. Haben Sie denn selbst auch ein persönliches Lieblingslied von Michael Jackson? Thriller ist natürlich einfach das epochemachende Album, wo man sagen kann, da ist jedes Stück außergewöhnlich. Aber das war eben auch das war ja wie so ein Quantensprung. Ja, wenn man von Off the Wall zu Thriller geht, dann merkt man einfach, das sind schon Welten. Ja. Das war schon auch herausragend. Und dann Bad ist dann auch ein herausragendes Werk, wo man sagen kann, das ist eben auch so epochemachend. Also es gibt einfach so viel Gutes, ja. Herausragend Gutes, dass man gar nicht sagen kann, was ist jetzt das Beste. Sehr gut. Ja. Eine letzte Frage noch. Diese Ausstellung, die geht ja noch bis Ende April, wenn ich das, oder Ende März? Ende März. Genau, und jetzt kommt ja das Biopic von Michael Jackson im April. Haben Sie Überlegungen, das zu verlängern? Weil das Biopic könnte das Interesse noch mal ein bisschen ankurbeln. Ja, also wir würden das dann so machen, wie man das im Theater häufig macht. Ja, ein Stück ist ausgespielt und dann wird es nochmal in die Verlängerung. Ja, es kommt dann nochmal wieder, also eine Wiederaufführung. Ja, also so könnte ich mir das vorstellen, dass man sagt, wir schließen jetzt erstmal Ende März und dann gucken wir mal, ob insgesamt das Michael-Interesse wächst mit dem Film
und dass wir dann vielleicht nochmal so vielleicht für 2-3 Wochen das nochmal aufmachen. Sehr schön. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank für das kurze Interview. Harry, gerne. Danke. Und wir schauen uns jetzt nochmal um. Ich glaube, oben findet jetzt was statt. Jenny geht gerade bei mir vorbei von Malibu. Und wir gucken jetzt mal, was hier sonst noch so los ist. Vielen Dank. Gerne. Schönen Abend noch. Gerne. Während unten langsam Leben in die Veranstaltung kommt, ist es hier oben noch erstaunlich ruhig. Zwischen Gemälden, Fotos und Videoinstallationen widmet sich die Ausstellung ganz Michael Jackson. Zeit für einen kleinen Rundgang. Hier links geht's rein. Auf geht's. Hier ist der Eingangsbereich. Hier seht ihr große Displays. Hier links geradeaus das Bärlach Kunstmuseum Werbung. Da sehen wir die junge Dame, die hier das Getränke macht. Hi. Michael Jackson, der King of Pop. Deswegen sind wir hier. Ja, hier ist die große Wand. Michael Mania in Deutschland, auf der ganzen Welt. Das Biopic kommt bald. Ja, und wir gehen jetzt einmal ganz schnell durch das ganze Museum und gucken mal, was es hier zu sehen gibt. Hier sehen wir die Jackson 5. Michael mit Displays. Du weißt gar nicht, wie schön du bist. Michael Jackson Kontroverse ist hier abgebildet. Auf der gegenüberliegenden Seite ist die Vita der Jackson 5, der Jacksons und Michael Jackson kurz erklärt. Und auf der Wand ganz viele Aufnahmen von den Jackson 5 und den Jacksons. Und hier haben wir jemanden. Willst du kurz Hallo sagen? Ja, hallo. Woher kommst du? Aus Köln. Hey, aus Köln, wir drei. Kameramann ist übrigens Chris, auch aus Köln. Du bist jetzt extra hier wegen der Ausstellung und der Malibu-Veranstaltung hierher gekommen. Ja. Was erwartest du vom heutigen Abend? Ja, dass es einfach schön wird und wir halt Michaels Lebenswerk feiern. Auf jeden Fall. Weil die Ausstellung an sich ist ja richtig schön. Die ist super, ne? Ja, gefällt mir sehr gut. Was gefällt dir am besten hier? Hast du ein Highlight? Die Bilder. Bilder, ne? Das coole Zusammenstellen. Ja, auf jeden Fall. Gut, wir gehen mal weiter. Wir gucken uns das einmal ganz schnell an. Viel Spaß noch. Und hier beginnen jetzt die Alben. Wir sehen hier das Got to Be There Album. Wir gehen einen Raum weiter. Hier sind wir weiter bei den frühen Werken. Ben, Music and Me, es laufen Videos. Und hier haben wir das Thriller-Cover. Und überall sind Displays, die Michaels Vita beschreiben. Und ihr seht hier rumherum überall Leute, die Pizza essen. Wie schmeckt die Pizza, Vanessa? Warte, du hast gerade was? Fungi ist super, lecker. Vanessa schmeckt's. Yay. Ja, wir gehen mal hier nebenan, da geht's weiter. Hier sehen wir noch mehr Michael. Hier haben wir einmal das Forever Michael Album und Off the Wall spielt sich hier ab. Und in den Displays sehen wir Michael Bücher und Michael Merch. Bücher habe ich Black and White Magazin, also alle Sachen, die man kennt. Und hier sind Kassetten, noch mehr Bücher und auch Magazine, die es in den 90ern gab. Und hier unten ist das ein echtes Michael-Autogramm? Na, es sieht eher nach einem Print aus. Ich glaube nicht, dass das echt ist, aber gut. Hier haben wir auf jeden Fall Off the Wall und Forever Michael. Wir gehen mal weiter. Eine Etage nach oben. Hier geht's die Treppe rauf und hier oben sehen wir Kunstwerke von Michael. Ich kenne den Künstler nicht, aber... Und hier oben ist es auf jeden Fall sehr warm hier. Es ist sehr warm hier. Wir gehen mal hier in den ersten Raum, in der ersten Etage rein. Hier sehen wir ganz viele weitere. Hier geht es wohl um das Outfit. Michaels Kleider, Handschuhe. Wahrscheinlich Aufnahmen aus, könnte von Michael Bush natürlich sein. Ganz viele Kostüme, Aufnahmen, Live-Aufnahmen. Und auch hier sehr detailliert. Michaels Kostüm ist hier auf den Aufnahmen zu sehen. Michael mit James Brown und ganz viele geniale Kostümaufnahmen. Hier, das hier soll ja Michaels Lieblingsoutfit gewesen sein. Ich persönlich mag auch das hier von What More Can I Give sehr, sehr gerne. Ja, gehen wir mal weiter. Und hier haben wir ein Piano stehen mit Werbung von Beat It, Malibu und
das Partyboot mit den Songs von Michael Jackson in Berlin am 25. April. Beat It Live, da bin ich nächste Woche, Donnerstag in der Lanxess Arena, aber wenn ich das Video hier aufnehme, ist das wahrscheinlich schon vorbei. Und auch nochmal Flyer vom Malibu Fanclub, der das hier heute alles organisiert hat und dieses Erlebnis hier in diesem Museum möglich gemacht hat. Vielen Dank, Malibu. Hier sind die späten Werke, Invincible. Wir gehen hier gerade nicht chronologisch durch, aber hier haben wir Invincible und die posthum erschienenen Alben Michael und Escape. Und an der Bilderwand sehen wir unglaublich viele Michael-Fotos in jedem Raum, in jedem Abschnitt, die immer mit der jeweiligen Phase seines Lebens und seines Albumabschnittes zusammenhängt. Auch wenn die hier gerade nicht dazu passen, wenn ich da so drüber nachdenke, das ist das Invincible-Album und drumherum sehen wir Aufnahmen von der Bad-Ära. Aufnahmen von Invincible, doch da unten rechts sehe ich eins, oder da unten, da sind auch Aufnahmen aus der Zeit. Das müsste American Band States sein, glaube ich. Und die Jubiläumsshow zu Michaels 30. Jubiläum. Ja, gehen wir mal gegenüberliegenden Seite. Ja, da hätte ich eigentlich anfangen müssen, aber da haben wir das Thriller, Bad, Dangerous und History-Album, Michaels Kernwerke, ja, weswegen wir ihn natürlich alle schätzen, verehren und lieben. Und an der großen Wand sehen wir ganz viele Musikvideos. Aktuell läuft hier Black or White, eben liefen dort andere Videos. Und ja, so. Und Albumcover haben wir hier rechts. Michaels Lebenswerke als Vinyl sehen wir dort. Ja, das ist hier in der ersten Etage los. Also ich fasse nochmal zusammen, wir haben hier chronologisch alle Michael Jackson Alben in diesem Museum abgebildet. Auf Displays ist jeweils immer das jeweilige Album und die jeweilige Ära erklärt. Und wir gehen jetzt noch einmal in den Keller runter, um zu gucken, was es denn da unten gibt. Weil da war ich noch gar nicht. Und hier unten passiert was. Was passiert denn hier? Die Leute gucken alle ganz entspannt. Was ist hier los? Wir feiern Michael. Ja, genau. Das ist ja hier unten. An der Wand sehen wir Konzertposter und das Moonwalker-Cover. Und hier findet wohl gleich die Party auch statt. Und hier läuft das This Is It Video von Michael Jacksons Proben kurz vor seinem Tod 2009. Und sogar die Trauerfeier wird hier einmal gezeigt. So, damit bin ich hier einmal mit euch ganz schnell durch das Bärlach Kunstmuseum gelaufen. Damit habt ihr einen schönen Eindruck hoffentlich bekommen, wie es hier ausschaut. Und jetzt gehe ich erstmal feiern. Bevor es hier gleich wirklich zur Party geht, noch ein kurzer Blick auf eine andere Seite von Michael Jackson. Neben Musik und Tanz war er auch künstlerisch aktiv. Viele seiner Zeichnungen wurden später veröffentlicht und geben einen kleinen Einblick in seine kreative Gedankenwelt. Und jetzt treffe ich Chris und Janni, die mit Jackson Mania gerade ihren eigenen Michael Jackson Podcast gestartet haben. Michael Mania in Wedel bei Hamburg. Ich bin hier im Bärlach Kunstmuseum und neben mir stehen zwei Besucher, die ich sehr gut kenne. Wir sind auch hierher gefahren zusammen. Chris und Janni, ihr seid jetzt hier Michael Mania ausgebrochen und ihr macht auch Michael Mania jetzt privat, oder? Ja, Chris und ich haben den Podcast Jackson Mania zusammen gestartet. Da reden wir über Michaels Kunst, Michaels Vermächtnis, interviewen Zeitzeugen und besprechen neue Sammlerstücke und Neuigkeiten rund ums Thema Michael. Ein neuer Podcast? Ja. Und die ersten beiden Folgen und eine Vorstellungsfolge oder eine Introfolge ist schon online, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Worum geht es in den ersten beiden Episoden? 2 Folgen sind schon online und die 3. Folge wird sich natürlich thematisch um diese Ausstellung hier befassen. Und in der ersten stellen wir uns ein bisschen vor und erzählen ein paar Neuigkeiten, erzählen was zu den Leaks
Und genau, und in der zweiten Folge erzählen wir ja auch nochmal ein paar Neuigkeiten, das ist auch so unser großes Thema. Und natürlich auch was zum Biopic, weil das ja natürlich neben der Ausstellung hier auch das Thema ist, was die Fans gerade bewegt. Was qualifiziert euch zu guten Podcastern? Habt ihr irgendwie einen Michael-Hintergrund? Also ich kenne euch ja jetzt mittlerweile schon, aber erzählt mal, wie lange seid ihr schon Michael-Fans? Janni? Also ich bin seit meinem 6. Lebensjahr Michael-Fan und habe wirklich mittlerweile über eine Dekade niemand anderen so sehr gehört und recherchiert oder drüber erfahren wollen wie Michael. Und es ist einfach mein absolutes Leidenschaftsthema. Das heißt, seit einer Dekade, mit welchem Album bist du auf Michael aufmerksam geworden? Bei mir war es nicht unbedingt ein Album, bei mir war es tatsächlich das Bad-Video. Das hatte ich damals durch eine Kinderserie gesehen, wo es ums Tanzen ging und da ging es eben um Michael Jackson. Und am nächsten Morgen habe ich dann auf YouTube nach Michael Jackson gesucht und als erstes das Video zu Bad gesehen und war völlig schockiert und völlig in Bann gezogen. Aber im positiven Sinne. Absolut natürlich. Und die Phase, von der immer gesprochen wurde, hält jetzt mittlerweile schon seit einigen Jahren an. Ja, sehr cool. Und Chris, bei dir? Ja, deswegen passt es hier auch gut, dass wir vom Dangerous Cover stehen, mit dem Dangerous Release, mit dem Album zum großen Fan geworden. Kannte natürlich vorher Michael auch, aber bin ein großer Fan geworden und dann über die Jahre seit Anfang der 90er bis jetzt Fan geblieben. Und wir haben ja auch einige gemeinsame Fan-Events und auch Erlebnisse mit Michael zusammen erlebt. Genau, und jetzt bin ich gespannt, wie es hier jetzt bei dieser Veranstaltung heute so fortschreitet. Und wir wurden jetzt auch gerade schon nach unten gebeten, denn da geht es, glaube ich, gleich los. Oh, dann wollen wir keine Zeit verlieren. Auf geht's, wir laufen uns vielleicht noch ein bisschen öfter hier über den Weg. Nach dem Interview mit Chris und Janni geht es nun weiter mit dem Gewinnspiel des Malibu Fanclubs. Während die Gäste gespannt mitfiebern, wird auch klar, der Podcast Jackson Mania ist überall zu hören auf Amazon, YouTube, Apple Podcast und vielen weiteren Plattformen. Mehr Infos findet ihr unter www.jacksonmania.world. Und unsere Feen hier, Anna und Hanni, ziehen hier jetzt das Nummerchen. Okay, das geht jetzt um das Buch, ja? Geht um das Buch. Also wir haben zum einen hier von Hans-Peter Künstler das Buch Black or White. 64. Die 64. So, dann haben wir hier dieses wundervolle Buch von Richard Lecoq. Das haben wir zweimal noch original verschweißt, also da hat noch niemand drin rumgeblättert. Okay? Die 48. Die 48. Die 48. Der heißt Bist du da? Herzlichen Glückwunsch. Also noch eine Chance. Für die Nummer 63. 63. Geht das denn hier bei rum? Okay. 63 wieder aus der Ecke. Herzlichen Glückwunsch. Am 25. April findet in Berlin eine Michael Jackson Bootstour statt. Ich komme nicht klar. Das ist mal was ganz Besonderes. Und wir dürfen einmal 2 Tickets hier auf den Markt werfen. Einmal 2 Tickets für die Michael Jackson Bootstour in Berlin am 25.04., also quasi direkt nach dem Biopic. Die Nummer kommt jetzt. Wer will das? Was ist denn hier los mit euch? Ja, ehrlich. Die 59. 59. Warum sind das alles so hohe Nummern? Jetzt kommen wir noch zum letzten Preis. Das ist einmal 2 Tickets für die neue Show Beat It Live, für eine Show nach Wahl. Auch da greifen wir jetzt mal rein. Beat It muss roter Zettel sein. 33. Die 33. Schreibt bitte gerne dann auf, ne? Kleine dann weiter. Ja, das war's mit unserer Verlosung. Jetzt natürlich
jedem noch beschenkt, aber wir hoffen, ihr freut euch. Bevor es gleich musikalisch wird, ein kurzer Blick auf Michael Jacksons Karriere in Plakaten. Albumcover, Moonwalker-Film, Bad Tour, History-Promo-Poster und viele weitere Projekte zeigen seine Zeit als Künstler und Performer. Und jetzt übernimmt Matthias vom Malibu Fanclub mit einem kleinen Live-Medley. Und 2009, ziemlich bald danach, nach dem tragischen Ereignis, hatte ich damals das Bedürfnis, irgendwas zu machen. Mit einem Kumpel zusammen haben wir dann zu einem musikalischen Themenabend aufgerufen und haben dann, es hat sich dann so herauskristallisiert, ein Lagerfeuer singen ohne Lagerfeuer gemacht. Das heißt, wir haben einfach, es kamen Leute, ich habe von Michael und aus seinem Leben erzählt und haben wir am Leben entlang einfach Lieder gesungen. Gemeinsam, so wie man es vielleicht vom Lagerfeuer, vom Zeltlager oder so her kennt. Und das kam so gut an, dass wir das dann, bis uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, also 11 Jahre lang haben wir das gemacht, jedes Jahr zu einem anderen Künstler, zu einer anderen Gruppe oder sonst was. Und als wir dann die Idee hatten, dass wir uns hier treffen und ich dann dachte, ey, jetzt sind alles Leute, die so richtig in der Materie drin sind, habe ich gedacht, ey, sowas müssen wir nochmal machen. Jetzt offenes Singen, musikalischer Themenabend, das klang so toll und da wir jetzt aber, wo ist sie denn eigentlich? Ich glaube, die ist noch unten. Mit Jackie haben wir Thriller-Wien, haben wir den Flashmob durchgezogen. Dann dachte ich, Gesangsflashmob ist doch wohl was Geiles. Das heißt ja nur, dass alle gleichzeitig dasselbe machen oder zumindest so wirken, als ob sie dasselbe machen. Ja, zumindest war das bei mir so. Und so dachte ich dann, machen wir das doch. Ich bin so ein Chronologie-Fan. Ich habe einfach mit einem Song von 78 angefangen, kurz bevor ich geboren wurde. Und es geht auch gar nicht darum, dass das jetzt hier irgendwie CD-reif wirkt. Wir wollen jetzt hier gemeinsam feiern. Irgendjemand sagte vorhin so, das ist ja wie ein Gottesdienst. Aber im Grunde ist das so. Also das ist wirklich, ich glaube, bei Wissen heißt doch auch einmal Church of Rock'n'Roll. Sowas machen wir jetzt hier. Ja, mit Michael. Das ist die Idee dahinter. Und ihr werdet gleich merken, bei Flashmoben, ihr dürft mit Stampfen, ihr dürft schnipsen, ihr dürft klatschen, ihr dürft mit Handylichtern, ich glaube Feuerzeug wird hier nicht so gern gesehen, also lieber mit Handylichtern dürft ihr hier romantisch winken, ihr dürft richtig schön machen. Ihr dürft euch am Schluss auch die Klamotten vom Leib reißen. Ich fange einfach mal an und ihr macht das einfach mit. Ich fange mal an mit jetzt hier. Jetzt übernimmt Matthias vom Malibu Fanclub und eröffnet den Gesangsblock. Mit seiner Gitarre begleitet er ein beeindruckendes Medley durch Michael Jacksons gesamte Karriere. Das Publikum wird sofort mitgerissen und singt von vorne bis hinten begeistert mit. Sein Medley beginnt chronologisch. Zuerst ein Klassiker der Jacksons, Blame It on the Boogie. Dann geht es weiter mit Working Day and Night aus dem Soloalbum Off the Wall. Es folgen Human Nature, sehr berührend, aus Thriller. Und We Are the World aus dem USA for Africa Projekt. Danach singt Matthias The Way You Make Me Feel aus Bad. Alle klatschen und singen begeistert mit. Darauf folgt Who Is It aus Dangerous. Aktuell arbeite ich übrigens an einem Dangerous Special, seid gespannt. Später erklingen Earth Song aus History und The Lost Children aus Invincible. Was für eine Überraschung. This Is It aus dem gleichnamigen Soundtrack folgt. Zum Schluss gibt es noch einen bisher unveröffentlichten Michael Jackson Song, Remember What I Told You. Die Stimmung im Raum ist großartig. Alle singen und klatschen begeistert mit und Matthias erntet einen grandiosen Applaus. Die Emotionen sind spürbar. Es gibt Gänsehautmomente und kleine Mitsingpassagen. Matthias Stimme und Gitarre geben dabei die Richtung vor. Und das Publikum folgt ihm aufmerksam. Dieses Medley zeigt nicht nur die musikalische Vielfalt von Michael Jackson, sondern auch die Begeisterung, die seine Songs noch heute auslösen. Jeder Songwechsel bringt neue Highlights. Und man sieht den Spaß und die Emotionen in den Gesichtern der Zuhörer. Ein sehr intimer, emotionaler Moment, der die gesamte Bandbreite von Michael Jacksons Werk erlebbar macht. Von den Jacksons über die großen Soloalben bis zu den späten Hits und selten gehörten Stücken.
Bevor dieser Abend zu Ende geht, noch ein kurzer Hinweis. Die Ausstellung im Barlach Kunstmuseum läuft noch bis Ende März 2026. Danach gibt es eine kurze Pause, bevor sie ab April noch einmal für einige Wochen verlängert wird. Alle aktuellen Informationen dazu findet ihr auf der Internetseite des Barlach Kunstmuseums. Ein besonderer Dank geht an den Malibu Fanclub für die Organisation und das große Engagement rund um diese Veranstaltung. Wenn ihr mehr vom Malibu sehen möchtet, schaut gerne auf den Social-Media-Kanälen vorbei. Malibu ist auf YouTube, Instagram und Facebook aktiv. Dort bekommt ihr auch Informationen zu kommenden Michael Jackson-Veranstaltungen. Ihr mitmachen, machen wir noch dazu. Das ist kein Problem. Nur eins vorweg noch. Heute ist der 28.02., noch der 28.02. Heute vor 42 Jahren hat Michael Jackson an einem Abend 8 Grammys abgeräumt. Ich denke, das soll... Und nachdem ihr so schön mitgemacht habt, haben wir für euch noch was. Jetzt kriegt jeder von euch noch seinen Grammy. Wir haben hier noch einen Button für euch. Also, ich habe jetzt deswegen auch die geschickt. Das ist echte Handarbeit. Und nochmal danke an meine Frau, die das mir dann möglich gemacht hat. Matthias, was war da eben los? Mega. Was hast du hier geleistet? Du bist gerade am Einpacken. Wir haben schon ein bisschen später, wo wir das hier aufnehmen. Und Matthias, ich war ja sprachlos, was du hier eben für eine Darbietung gegeben hast. Oh, danke schön, wie nett. Lagerfeuer singen ohne Lagerfeuer. Ja, das wäre ja ein bisschen schwierig gewesen im Museum. Aber ich war total begeistert von deiner Zusammenstellung, auch von der Songauswahl. Als auf einmal The Lost Children kam, das ist ja schon ein Song, der in der Fan-Community auch nicht so beliebt ist. Aber als der kam, habe ich Gänsehaut bekommen und es haben auch alle mitgesungen. Das hat mich noch mehr begeistert, dass alle auch so textsicher bei The Lost Children waren. Aber ich muss sagen, also ich bin so ein Chronologie-Fan, weißt du? Und, ich habe gedacht, ich fange bei 78 an, einfach weil, womit ging's los? Hilf mir gerade mal, ich weiß schon selbst nicht mehr. Lemon on the Boogie, genau, damit ging's los. Und dann wollte ich wirklich aus jeder Epoche wollte ich wenigstens ein Lied haben. Dann habe ich gedacht, Invincible, es muss ja auch irgendwie mit Gitarre funktionieren, mit meiner Stimme, es muss für alle irgendwie singbar sein. Heartbreaker mit Gitarre wäre ein bisschen schwierig ganz gewesen, genau, oder? richtig. Ja. Und der Song, als Schunkler, als Mainzer, wir haben gerade die Fastnachtszeit hinter uns, da habe ich gedacht, das passt wunderbar und es ist so eine schöne Mitsingen-Hymne. Dann musste noch This Is It folgen. Ich dachte hier in den Hallen zu This Is It, das brauchen wir. Und dann konnte ich nicht anders. Ich wollte jetzt enden und da habe ich meinen Lieblingsleak der 70 Songs, die da rausgekommen sind, genommen. Do you remember what I told you? Ja, und auch super schön. Mega, also ganz toll. Freut mich, wenn es dir gefallen hat. Ja, es war mega gut und natürlich auch Gänsehautmoment, deine Human Nature Version war fantastisch. Also ich war hin und weg und ich habe es ja auch in der Atmosphäre hier eben gesehen, in diesem Raum. Es sind alle super mitgegangen und ich war total begeistert. Schön. Also es war auch, The Lost Children hatte ich wirklich Gänsehaut. Das war wirklich ein Gänsehautmoment und das bei dem Song. Und ich bin keiner, der The Lost Children hasst. Also ich mag den Song auch. Also, und ich war auch sogar textsicher. Und die Leute waren natürlich auch textsicher. Freut mich sehr. Schön, schön. Ihr vielleicht auch dann bei diesem großartigen Video. Ich sage ein Wert schon, das ist großartig. Alles, was er macht, ist großartig. Insofern toll. Also, ich freue mich. Danke. Und dann geht es jetzt weiter in einen gemütlichen Abend. Gleich können wir auch noch ein bisschen tanzen unten.
und habt weiterhin viel Spaß. Danke, dass ihr da seid. Nach Matthias musikalischem Beitrag leitet Jenny zur Party über und wir sind jetzt unten im Partykeller des Museums. Die Kamera zeigt Cedric, bekannt als Michael Jackson Performer, der die ersten Schritte seiner Choreografie übernimmt. Einige Fans schließen sich ihm an, andere schauen zu. Hier seht ihr Cedric zusammen mit Vanessa. Cedric führt die Bewegung an und die Teilnehmer folgen ihm. Gezeigt werden Elemente aus bekannten Michael Jackson Songs, unter anderem They Don't Care About Us, Live-Version, Der Drill und Dangerous. Im Hintergrund läuft der Film This Is It in Dauerschleife, der die Atmosphäre unterstützt, ohne dass die Originalmusik laut zu hören ist. Man sieht, wie einige mitmachen, andere einfach zuschauen und wie die Energie langsam wächst. Auch wenn es keine große Party im klassischen Sinne ist, spürt man Freude, Rhythmus und Spaß, die die Fans zusammenbringen. Cedric bleibt der zentrale Fokus und zeigt die Schritte vor, während die Gemeinschaft der Teilnehmer den Raum füllt. Eine kleine, aber lebendige Hommage an Michael Jackson. Ja, ich fasse nochmal zusammen. Das hier war heute die große Nacht im Museum, ein Michael Jackson Museum, organisiert vom Bärlach Kunstmuseum und auch vom Malibu, den größten und ältesten deutschen Michael Jackson Fanclub. Mit so viel Herzblut hat hier Jenny und Matthias so einen fantastischen Abend organisiert. Wir haben zusammen gesungen, es gab ein Gewinnspiel, ein runder Abend, ein sympathisches Museum, das Michael Jackson mit sehr viel Herzblut zeigt. Und ja, ich bin richtig beseelt, hier wieder so einen Abend zu haben mit so vielen fantastischen Michael Jackson-Fans. Einige neue, die ich kennengelernt habe und natürlich auch viele altbekannte, die ich schon seit vielen Jahren kenne. Damit geht dieser Abend zu Ende. Liked und abonniert diese Folge gerne. Kommentiert doch mal, würdet ihr auch gerne zu so einer Michael Jackson Party gehen, wenn die in eurer Nähe wäre? Und ja, damit verabschiede ich mich aus Wedel. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Zum Abschluss des Abends bilden wir einen Kreis, halten uns bei den Händen und gehen gemeinsam, genau wie Michael Jackson es bei Heal the World immer gezeigt hat. Und alle singen gemeinsam mit. Heal the World. Es ist ein ruhiger, aber kraftvoller Moment, in dem wir Michael Jacksons Botschaft von Frieden und Zusammenhalt spüren. Gemeinsam feiern wir die Musik, die Kunst und das Leben von Michael, bevor der Abend langsam ausklingt. Hallo zusammen. Sieht ein bisschen bläulich aus, aber das ist bläulich, wir sind blau. Matthias. Wir können ja alle einen Schritt nach vorne. Also da könnte ich jetzt sehr, sehr intim werden, will ich gar nicht. Nein. MJ-Update in Wedel. Das machen wir in der Tat. Wir haben einen Podcast gestartet, der Michael Mania heißt. Danke, dass du das 5-mal erwähnt hast. Ach scheiße, Jackson Mania, wir müssen das neu machen. Jenny, du bist immer geil. Danke, Biene. Und Vanessa, wolltest du mal probieren? Einmal und nicht 2 Akkorde. Nee. Aber ich hab der Heike versprochen, dass der Flügel benutzt wird. Also wir brauchen das ist Hamoll, wir brauchen Hamoll. Kann jemand Hamoll drücken? Hamoll? Ich kann das halt nicht zusammen, das ist mein Problem. Michael May. Okay, wir sind hier, ihr seid hier. Es gibt ein offenes Programm, es ist ein offenes Haus. Für jeden von euch offen in allen Bereichen. Ihr dürft alles auch ein bisschen anfassen, aber eigentlich ja nicht so wirklich. Wenn das in die Outtakes
Komm, da musst du auch sehen, wie ich aussehe, wie geil und scharf ich aussehe hier mit meinem Gesichtskondom. Hallo zusammen, MJ Update hier aus Michael Mania in Wedel. Ich bin hier mit meinen guten Freunden Chris und Janni. Jetzt bin ich auch rausgekommen, ich muss nochmal neu anfangen. Wir fangen direkt an. Okay. Das Video kriegt auf jeden Fall Überlänge. Cover und direkt davor steht Chris